Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sohalt. Endlich wieder ein neues Make-up-Video und ich teste für euch heute die ganz neue Foundation von Art Deco, die Perfect Tint Foundation Long Lasting Oil Free. Ich habe die Farbe 32, das ist so ein mittlerer Beige-Ton. Meine Haut ist komplett ungeschminkt, das Einzige, was ich drauf habe, ist ein bisschen was auf den Augenbrauen und Mascara, sonst tatsächlich gar nichts außer Gesichtscreme. Und wir testen die jetzt mal zusammen, wie sie angeht, wie die Deckkraft ist. Du siehst, ich habe hier einige, vor allen Dingen an den Wangen, einige gerötete Stellen. Ich habe auch ein paar Unreinheiten. Und wie gut wird sie jetzt tatsächlich decken? Sie soll wirklich long-lasting auch sein. Ich werde dir dann nach ein paar Stunden, was ich schon mal sehr, sehr positiv daran finde, ist, es hat einen Pumpspender. Das ist viel hygienischer, als wenn die Foundation wirklich, also wenn du die irgendwo aus einer Tube rausholst. So kriegst du immer die richtige Menge und es bleibt wirklich hier drinnen hygienisch, weil ich meinen Pinsel mit der Tube gar nicht berühren muss. Das heißt, es kommen keine Keime da rein. Also das sollte man halt auch beachten dann. Also das ist schon mal ganz gut. Jetzt gebe ich hier mal einen Pumpstoß drauf. Ich benutze hier einen Foundation Pinsel von Essence, ist der Make-up Buffer Brush, heißt der, den mag ich total gern zurzeit. Der ist richtig fest, also, und mit dem kann man das Make-up richtig schön einarbeiten. Da muss man auch immer darauf achten, dass der fest ist, also und flach. Dann kann man richtig gut damit arbeiten. Und dann gebe ich die Foundation in kreisenden Bewegungen aufs Gesicht auf. Sie riecht voll gut. Das kann ich schon mal sagen. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe die Foundation geschickt bekommen, aber das ist kein Auftragsvideo sozusagen, sondern ich habe sie einfach so geschickt bekommen, teste sie mit euch und gebe hier meine ganz ehrliche Meinung. Ich werde auch nicht bezahlt dafür. Das ist mein eigener Wunsch und Wille, dass ich dieses Video mache. So, das war ein Pumpstoß und ich habe es jetzt komplett verteilt, denke ich. Was sagt ihr zu dem Ergebnis? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich enthalte mich jetzt mal meiner persönlichen Meinung, denn das hat für ziemlich Aufruhr gesorgt in einem meiner letzten Videos, wo es um diese Füße-Geschichte ging. Und die Leute sind einfach, ein Teil von euch ist nicht mit meiner Meinung einverstanden, was ich ziemlich krass finde, ehrlich gesagt. Denn jeder kann doch seine Meinung sagen. Jeder hat eine andere Meinung und andere Erfahrungen. Und jetzt bildet euch selber mal hier ein Bild, wie ihr das Ergebnis findet. Wie findet ihr die Deckkraft? Wie findet ihr den Farbton jetzt zu meinem Gesicht? Sind die Rötungen abgedeckt worden oder eher nicht? Was sagt ihr zu den Augenringen und überhaupt zu den Fältchen, die ich so habe? Findet ihr jetzt, die Foundation ist eher matt oder eher glänzend im Finish? All diese Fragen lasse ich offen. Lasse ich euch quasi selber beantworten und euch eine eigene Meinung dazu bilden. Aber was ich wirklich sagen muss, sie riecht echt gut, denn das könnt ihr nicht riechen und das könnt ihr auch nicht sehen. Dazu passend gibt es den Perfect Tint Concealer. Den trage ich jetzt auch noch auf. Der hat so zwei Seiten, ich weiß immer nicht, wo es aufgeht. Ich habe den auch schon mal getestet tatsächlich. Auf der einen Seite geht der Deckel auf und hier haben wir ein kleines Bürstchen. Hier sieht man die Concealer-Farbe so ein bisschen und hier hinten dreht man dann und es kommt dann vorne etwas raus von dem Produkt. Wenn ich jetzt hier am hinteren Ende drehe, dann kommt hier vorne ein Produkt raus. Da sieht man es schon zwischen den Pinselborsten sozusagen. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr rausgeholt, dass ihr das auch sehen könnt. Ich empfehle dabei, wirklich nicht zu oft hier zu drehen, sondern vielleicht nur ein-, zweimal, sonst ist es zu viel. Und außerdem empfehle ich auch, nicht mit dem Pinsel direkt zu arbeiten, denn hier habt ihr tatsächlich keine Hygiene. Wenn ich jetzt immer wieder mit dem Pinsel hier direkt auf mein Gesicht gehe, dann hole ich mir die Keime in den Pinsel rein, in das Produkt und das kann sich jetzt jeder denken, kann zu Hautunreinheiten führen. Das kann dazu führen, dass ich mir die Keime und diese ganzen Bakterien, die halt so auf meinem Gesicht auch leben und von dem ganzen Abgas von draußen und was auch immer man so im Gesicht hat,
als Hautschuppen, wo sich wiederum solche Sachen auch gerne vermehren können. Naja, es ist teilweise eklig, deswegen reinigen wir unser Gesicht ja auch täglich. Und das soll sich ja hier nicht in dem Pinsel sammeln. Das heißt, holt euch hier, ich mache es auf die linke Hand, holt euch hier eine Menge raus, gebt es dann auf euren Handrücken oder noch besser es gibt so Plastikpipetten, habe ich aber nicht. Und dann gehe ich mit einem anderen Pinsel rein in das Produkt, das ich jetzt hier drauf habe. Das hier ist ein extra Concealer Brush von Art Deco auch. Wie heißt denn der? Der hat keinen Namen. Der ist auch richtig fest, schön fluffig und also richtig von der Härte her schön fest und oben abgerundet. Und mit dem kann ich jetzt richtig schön hier das Produkt auftragen. Mache ich auch in kreisenden Bewegungen, dass ich einfach gut das Ganze einarbeiten kann. Auch tupfende Bewegungen sind bei sowas immer ganz gut. Und ich gebe mir auch gerne immer was oben aufs bewegliche Lid auf, weil es dient auch bei mir dann gleichzeitig als Setting für Lidschatten, wenn ich dann einen trage. Aber auch insgesamt wird es ja dann auch hier auf dem beweglichen Lid ebenmäßiger. So, was sagt jetzt im Vergleich? Hier habe ich jetzt den Concealer drauf, also hier auf der Seite und hier nicht. Macht euch ein eigenes Bild. Ich habe meine Meinung dazu. Findet ihr den Concealer jetzt gut deckend oder nicht? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe das jetzt für euch getestet, einfach nur, um euch zu informieren, was es denn Neues gibt und was diese Foundation so kann. Ich komme nochmal näher, dass ihr es nochmal von nahen sehen könnt. Ohne Concealer, mit Concealer und überhaupt die Foundation, wie sie deckt. Ja, das ist jetzt kein fertiger Look, aber ich verabschiede mich trotzdem schon mal, denn ich wollte hier keinen Look schminken, sondern einfach nur die Foundation testen. Die gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben und zu mir passt dieses Light Beige schon tatsächlich ganz gut. Oder heißt es Light Beige? Nein, es heißt einfach nur Beige. Genau. Ja, lasst mir bitte eure Meinung zu diesem Ergebnis in den Kommentaren. So zum Schluss, ohne meine subjektive Meinung, fasse ich einfach nochmal zusammen die Fakten über diese Foundation. Sie hat einen Pumpspender. Sie gibt es in verschiedenen Farben. Farbe Beige für meinen Hautton, also für eine blonde Person, wirklich ganz gut passend. Die Deckkraft seht ihr selber. Schaut nochmal, wie es vorher ausgesehen hat mit meinen geröteten Stellen und so. Und ihr könnt euch dazu ein Bild machen. Zum Tragekomfort, das könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen, sage ich euch kurz was. Ich spüre sie wirklich fast gar nicht. Vielleicht zu 98% spüre ich sie überhaupt nicht. Also auch wenn ich jetzt mein Gesicht bewege, fühlt es sich nicht beschwert an, das kennt ihr sicher, wenn es dann wie so eine Schicht, wie so eine Maske so wirkt. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Finde ich schon mal gut. Kann auch daran liegen, dass sie oil-free ist, also ölfrei. Da hat man, wenn es so ölig ist, auch oft das Gefühl, dass so ein Schmierfilm auf der Haut drauf ist. Und das ist eben nicht. Und zu dem Concealer auch so. Auch da die Farbe Beige bei mir, Nummer 19. Und hier nicht so ganz hygienisch mit dem Herausnehmen von dem Produkt wie hier, also weil wir keinen Pumpspender haben. Ist aber bei Concealern tatsächlich nie oder fast nie der Fall. Also habe ich zumindest noch nicht jetzt gehabt. Es sind immer solche Fläschchen, Tuben. Ist auch okay, nur am besten mit einem anderen Pinsel einarbeiten. Und ich habe tatsächlich nur einen Pumpstoß fürs ganze Gesicht gebraucht. Ich würde da jetzt auch nicht noch einmal drüber gehen, denn sonst kann es wirklich maskenhaft werden. Wobei, lasst es uns ausprobieren. Einfach. Machen wir noch eine Schicht. Würde ich jetzt einfach nicht machen. So für mich brauche ich das jetzt nicht, aber es interessiert mich jetzt auch, wie es aussieht. Ob es sich aufbauen lässt und wie es dann wird. Prinzipiell sage ich jetzt mal, man braucht nicht viel, sondern so einen Pumper reicht. So, das ist jetzt die zweite Schicht. Das ist ein bisschen schwieriger als vorher, das schön gleichmäßig zu verteilen.
komme ich noch mal näher, dass ihr es besser sehen könnt, was hier passiert. Also in meinem Handspiegelchen hier sehe ich, dass es jetzt nicht mehr ganz so schön aussieht, weil die Poren so extrem betont sind. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera jetzt auch gut sehen kann. Also da würde ich wirklich sagen, eine Schicht reicht völlig. Also je nachdem, wenn ihr mit der Deckkraft dann bei euch nicht zufrieden seid, klar, man kann es aufbauen, es hat funktioniert, aber ich sehe jetzt da keinen Vorteil, außer dass es noch mehr, also irgendwie die Poren mehr rauskommen. Zum Gefühl jetzt her nach 2 Schichten, es fühlt sich genauso an wie vorher, also ich spüre jetzt nicht, dass ich doppelt so viel drauf habe und das ist eigentlich schon mal eine Aussage für sich. Ja, wollt ihr mehr solche Testvideos haben, Make-up oder auch was anderes, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin auch sehr jetzt über eure Meinung hier gespannt, was ihr zu dem Ergebnis sagt, was ihr zu der Foundation sagt. Kennt ihr sie schon oder noch gar nicht? Habt ihr noch gar nichts davon gehört? Das interessiert mich sehr. Abonniert mich jetzt gleich, vergesst das nicht, damit ihr keine neuen Videos von mir verpasst. Und ich freue mich sehr, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss!